Magic 3 Connections. Herzlich willkommen zu Three Magic Connections. Heute mit dem Thema der Sinn und Unsinn des Lebens. Was ich schon immer wissen wollte, was ist der Sinn des Lebens? Und das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe. Und manchmal weiß ich es und manchmal scheitere ich auch daran. Herzlich willkommen, ihr Lieben da Hallo. draußen und herzlich willkommen, Asu und Bernd aus Hallihallo. Ibiza und Mallorca. Wie geht es euch? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ähm, der Sinn des Lebens. Das ist wirklich ein cooles Thema. Und ich finde es schön, wie du uns angekündigt hast, Shanta, wirklich sehr schön. Wie es mir geht, naja, ganz gut. Ich bin weiterhin abends immer noch bis hierher meistens im Wasser, obwohl gestern war ich auch nicht, heute gehe ich auch nicht, aber so 3, 4 Mal die Woche bin ich im Meer und kühle mich runter hier bei den Temperaturen auf Mallorca. Und ja, hatte ein bisschen Urlaub die letzten Tage. Das war sehr schön. Habe ich genossen. Sehr Urlaub. schön. Urlaub spielen. Ich habe auch Ja. Urlaub gespielt. Wir haben uns ja lange nicht gesprochen. Und als wir unseren Podcast hatten, das Hier und Jetzt, erinnert ihr euch, das Thema, Mhm. war kurz danach, ich glaube, einen Tag später, bin ich mit meinem Freund und zwar mit meinen Hundis auch schwimmen gegangen. Wir gehen ja nicht an den Beach, wie ich immer sage, sondern wir klettern ein bisschen runter und sind so wild. Da war über die Wildzeit bei uns im Norden. Und da war eine Delfinfamilie. Und für mich ist das, oh Gott, wenn ich jetzt dran denke, wieder, dann kommt Pipi in die Augen. Ich hatte auch Kurzvideos gemacht dazu, weil gesagt, ich habe keine Fotos gemacht, keine Videos, ich hatte nichts dabei. Ich war am Wasser und sah sie da. Und dieses Hier und Jetzt, um da drauf zurückzukommen, war genau das, was wir so besprochen haben. Festgehalten in the brain, nicht in Fotos, nicht in Videos. Und ja, das war mein Urlaub. Und ist ja auch eines meiner Krafttiere. Und da kriege ich immer Pipi in den Augen. Ist jetzt das 3. Mal in Ibiza passiert. Dankeschön, schön. Das hört sich Ja. schön an. Ich habe sie gerufen, aber die haben mich nicht verstanden. Mein Wunsch ist wirklich, dass ich einmal so mit denen rumschwimme. Ich habe ja immer Mhm. meine Yacht, das ist ja meine Luftmatratze. Mhm. Und dann bin ich mit meiner Luftmatratze raus, habe gepfiffen, dann mag ich sie nicht. Ich muss noch Delfinisch lernen. Ja, 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 das Wasser und das Meer gibt mir auch so viel Kraft. Und ich hatte auch so ein schönes Erlebnis. Das war, ich bin mit meinem Schnorchel dann so unterwegs gewesen. Und wie ich dann zurückgeschnorchelt bin an Land, hatte ich plötzlich so ein Bild vor Augen unter Wasser, weil das war so wild in dem Moment. Und dann war das Seegras aufgewühlt und dazwischen waren so weiße Blüten, die sich normalerweise an den Felsoberflächen unter Wasser so ansiedeln. Und das war wow, dann wirklich wie so ein Gemälde vor mir. Ein wow. bewegtes Gemälde vor mir. Ich wollte sagen in der Luft, aber es war ja unter Wasser. Magisch, mega. Wenn du das jetzt sagst, sehe ich gerade das Gemälde hinter dir. Das spiegelt so ein bisschen wieder. Und du, Chantal? In Und ich Deutschland, ohne das in Meer? Deutschland in Deutschland, ohne das Meer ist es auch heiß und, es regnet ja diesen Sommer sehr viel und ich bin irgendwie nicht mehr so auf Hitze. Also, ich kann mit der Hitze nicht mehr so gut umgehen, seitdem ich in den Wechseljahren bin, keine Ahnung. Und, ja, ich bin immer froh, wenn es dann zwischendurch wieder abkühlt und regnet und, dann kann es auch mal wieder heiß werden. Also, hier ist irgendwie so ein echtes Wechselbad. Und ich hatte auch ein Highlight letzte Woche. Ich war auf dem Konzert von Krishna Das. Und es war wirklich, ja, das ist für mich ein bisschen so wie in die Kirche gehen. Solche schönen Lieder singen gemeinsam und der ist so sehr speziell, sehr spezieller Mantrasänger. Der hat eine sehr tiefe Stimme und ja, das war total schön. War ich mit einem Freund, der hat mich eingeladen, ganz Schön. spontan, wirklich so ein paar Stunden vorher. Und das ist ein ziemlich verrückter Mensch und der hat ein Golfcar. Und wir sind dann von Frankfurt nach Neu-Isenburg mit dem Golfcar gefahren. Also, das war schon ein Event an sich. Hm, hm, hm.
Ja, und es war so eine wunderschöne heiße Nacht. Also, da war es natürlich dann ganz toll, dass es so warm war und, ja. Es ist Sommer in Deutschland. Also, wir können uns nicht beschweren. Ich meine, es gibt immer wieder Leute, die, egal was ist, immer darüber reden, dass das Wetter nicht richtig ist. Ja. Hatten wir, glaube ich, das letzte Mal auch gesagt, dieses Jammern. Aber es gibt ja so Sprüche, die haben ja auch wirklich Sinn. Und ich hatte den Sinn verstanden, als ich mit meinem Hund damals in Deutschland immer raus bin bei jedem Wetter. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung. Und genau so ist Richtig. es, richtig. Also ob Regen, Matsch, egal, natürlich, wenn die Sonne so knallt, dann auch ein bisschen langsamer. Ne? Ja, Hier in Spanien können wir uns ein bisschen dran gewöhnen, weil der Sommer ziemlich früh anfängt und sich dann steigert sozusagen. Ja. Und man beginnt einfach damit zu leben und in Harmonie zu sein. Ich mache weiterhin meinen Sport zweimal die Woche, also ich Ja. halte meinen Kreislauf auch hoch und dann abends eben das Abkühlen im Wasser. Das sind so Sachen, die einfach wichtig sind. So kann ich mich eigentlich gut über Wasser halten, sozusagen, ja genau, mit der Hitze. Ja, ich habe immer gesagt, die armen Deutschen, die können nichts dafür. Und deswegen habe ich mich so oft auch fehl am Platz in Deutschland gefühlt, obwohl ich da geboren war. Die können sich nicht dran gewöhnen, weil gibt es ja Gradunterschiede von heute auf morgen 20 Grad. Und hier ist einfach heiß. So, das ist jetzt bis Mitte Oktober einfach, oder sagen wir Ende September, heiß. Und dann musst du dein Leben natürlich auch anpassen. Aber in Deutschland ist es not possible. Und deswegen liebe So, ich das hier auch mal Siesta zu machen, weißt du? Das ist so. ja, Das geht nicht anders. Du bist einfach erschöpft auch. Ja? Ich sage, es macht auch manchmal dumm. Deswegen, bevor ich ganz verdumme, mache ich Siesta. sehr schön. Ja, ich mache auch ja. weiterhin Sport und, war heute im Yoga und da war eigentlich was anderes geplant und, dann haben wir das umgestellt, weil es wurde ein Schlüssel nicht gefunden. Ich wollte eigentlich Aerial Yoga machen und wir kamen nicht an die Tücher ran und dann haben wir einfach Yin Yoga gemacht. Und das hat irgendwie sehr gut gepasst, weil das ist ja auch so was, man geht in die Hingabe. Und das ist für mich irgendwie so ein ganz, guter Hinweis auch, so in die Hingabe an das Leben zu gehen. Das ist für mich im Moment gerade der Sinn meines Lebens, mich dem Leben hinzugeben. Und, Mhm. ja, Das ist schön, ja, was du gesagt hast. Vor allem der Schlüssel wurde nicht gefunden, ja. Ich meine, wir sind ja immer auf der Suche irgendwie nach dem Sinn des Lebens oder so. Und es ist einfach so ein schöner Sinn, gerade eben, den du da beschrieben hast, dass der Schlüssel nicht gefunden wurde. Und so hast du sozusagen einen Schlüssel in die Hand bekommen, um dich hingeben zu dürfen ans Leben. Also es ist ja auch paradox, es ist verrückt und du hast es vorhin schon so schön gesagt. Also ich sehe uns drei heute eher auch ein bisschen so als Forscher unterwegs. Ich meine, wir könnten natürlich schon sagen, was der Sinn des Lebens für uns bedeutet. Aber ich sehe mich auch wahnsinnig gern als Forscher nach dem Sinn des Lebens. das hast du sehr schön gesagt, ja. Ja, Lass total. uns forschen. Lass uns Und, forschen. ja. Also, ich kann jetzt auch nicht sagen, das ist es. Und ich habe mich tatsächlich auch in den letzten Wochen auch in anderen Podcasts umgehört. Also, da wird natürlich viel drüber gesprochen, über den Sinn des Lebens. Und ich habe da auch interessante Dinge entdeckt und habe auch irgendwie so jemanden, dem ich jetzt immer wieder folge, der spricht von Gott, der spricht mit Gott. Und, das ist sehr spannend. Also, Gott hat mich immer schon interessiert. Ja, und ich hatte auch mal so eine Begegnung, eine göttliche Begegnung vor vielen Jahren und, da habe ich mir eingebildet oder es war so, ich habe Jesus gespürt und, ich habe so diese unconditional love, also die Liebe, die keine Konditionen hat, gespürt, das erste Mal. Und, das war ziemlich überwältigend, würde ich mal sagen,
das wirklich zu spüren. Und also du hast vorhin von der Liebe gesprochen, dass das für dich ein großer Sinn, ein wichtiger Sinn ist. Und ich bin auch immer auf der Suche nach der Liebe und freue mich immer, wenn ich sie finde und wenn ich darin baden kann. Und wenn ich sie nicht spüre, was auch manchmal vorkommt, das ist gar nicht so einfach. Ja, wir hatten ja zuvor ein bisschen besprochen, das kann man ja sagen, weil wir sprechen nicht komplett alles aus, weil wir forschen. Das finde ich, hast du total schön gesagt, Ben, weil wir zu vielen Dingen nicht immer die Antwort haben, aber weil wir neugierige Menschen sind und das Leben, egal wie es ist, auch lieben und sie erforschen, jeder auf seine Art und Weise, ist wirklich unser Podcast, so ein Forschungs, Forschungsprojekt, sagt man das so? Ja, Mhm. Schön, ich finde es schön. Jetzt habe ich den Punkt verloren. Ich gebe weiter an Bernd. ja, ähm, der, ich habe heute beim Spazierengehen mir einfach gedacht, ich bin auch so ein Mensch geworden, der dann dem Leben auch gerne immer wieder einen Sinn gibt. Und wirklich mich auf diese ganz kleinen oder ganz wenigen Dinge in meinem Leben, die überhaupt Sinn machen, dann noch konzentriere und diese fördere sozusagen. Also, ähm, und das bildet dann für mich auch immer wieder so diesen Fountain, den Brunnen für eine neue Lebensgestaltung, für einen neuen Weg, den ich dann in Zukunft einschlagen werde. Weil im Endeffekt ist es dann, das fühlt sich dann einfach nur noch gesund an, dann das bisschen, das wenige, das Sinn macht überhaupt in meinem Leben. Und das ist ja nicht viel. Dem einfach das zu gießen, wie so eine Blüte, wie eine Blume, dass die einfach gedeiht und wächst. Und ansonsten, ja, glaube ich schon, dass das Leben selbst ja sozusagen den Sinn darstellt. Aber es scheut sich anscheinend nicht, ihn zu verbergen und ihn finden zu lassen. Ja, und so unterschiedlich wie wir alle leben. Also wir schon, dann wenn du die Länder siehst, die Kontinente siehst, die Kulturen siehst, muss der Sinn des Lebens so unfassbar unterschiedlich sein, wie wir alles auch sind. Deswegen war für mich, als wir dieses Thema für uns festgelegt haben, natürlich kreisen so nachts die Gedanken mal hier und da, war für mich eines ganz klar. Es gibt für mich persönlich meinen Sinn des Lebens und es gibt generell unterschiedliche, wie eben andere Kulturen, andere Länder, Sinn des Lebens. Und wichtig nochmals würde ich auch nochmal gerne betonen, dass wir hier nicht sagen, was der Sinn des Lebens ist, weil das wäre eine Anmaßung. Weil jeder in verschiedenen Situationen lebt, verschiedenen Körpern lebt, verschiedenen äh, ja, Umwelten lebt, sozialen Umständen lebt. Also es wäre anmaßend, dass wir hier sagen, was der Sinn des Lebens ist. Aber es ist schön, dass wir eben forschen, von uns erzählen, authentisch erzählen. Ich glaube auch von unseren Höhen und Tiefen, weil das gehört auch zum Sinn des Lebens dazu, weil ich glaube, wenn man in die Tiefe fällt, ist oft das, was fehlt, der Sinn des Lebens, warum man fällt, weil man plötzlich den Sinn nicht mehr hat, den Halt nicht mehr hat. Und ja, Chantal, als wir sprachen, habe ich gesagt, es ist für mich persönlich, wenn ich es in ein Wort packen darf, die Liebe. Es ist für mich in der Tat die Liebe und die ist sehr vielfältig. Es ist nicht die Liebe zu einem Menschen, zu einem Partner, zu einem Tier, zu Freunden. Also wenn ich das schon als nicht sage, sieht man, wie viele Facetten es von Liebe gibt. Angefangen mit der Selbstliebe, die man oft als erstes verliert, wenn man in die Tiefe stürzt, was ich selbst auch erlebt habe. Aber ich komme immer wieder auf den Punkt, ist es Liebe. Und da ich es zu meiner Aufgabe, meine Mission gemacht habe, weil ich es immer spüre, als Kind schon, also geliebt zu werden und Liebe zu geben, egal an wen, den spüre ich, ähm, ist mein Sinn des Lebens, wirklich Liebe zu geben.
und liebevoll zu sein, achtsam zu sein, respektvoll zu sein. Um das, weil ich glaube, und davon bin ich überzeugt, dass genauso wie jeder Einzelne ein Universum darstellt, können wir alle etwas Gutes tun. Auch wenn so viel Schlechtes um uns herum sein mag, ist so ein bisschen Liebe mitgeben, einpflanzen, geht einfach ineinander über und das ergibt für mich meinen Sinn des Lebens. Ja. Ich finde es total schön, mit euch zu forschen, also da überhaupt nicht zu sagen, das ist es, sondern wirklich das habe ich im Vorgespräch schon gemerkt, dass mir das total gefällt, mit euch darüber zu philosophieren, zu überlegen und dass wir das gar nicht wissen müssen. Ja, das entspannt ja auch total. Das ist ja auch sonst echt groß, ja, wenn man so das Gefühl hat, ui, ah, ich weiß es jetzt gerade nicht. Und Ist ja keine Quizfrage und gewinnen tun wir auch nichts. Und mir geht's auch immer um die Menschen, die uns zuhören, Mhm. ähm, die auch irgendwie so anzuregen, zu gucken: „Was ist es eigentlich? Warum bin ich denn eigentlich hier?“ Und, vielleicht hast du dir die Frage noch nicht so intensiv gestellt, wie ich sie mir gestellt habe oder wie wir sie uns gestellt haben und einfach mal zu schauen: „Was ist 'n dein Sinn und was macht dich glücklich?“ Und genau. Oder vielleicht gar nicht um einen selbst zu kreisen, sondern es gibt ja auch ganz viele Menschen, die für andere da sind. Und, also im Dienen. Also, ich diene auch gerne tatsächlich und ich habe da eine große Freude dran am Dienen auch. Mhm. Absolut, Dienen im absolut. Glauben oder dienen im Sinne des Servicegedankens, des Tuns, des Handelns? Ja, tatsächlich, also im Glauben, aber auch im Geben. Also, ich Mhm. gebe einfach gerne, ja? Also, es macht mir einfach Spaß, eine Massage zu geben oder für Freunde zu kochen oder sowas, ja? Einfach oder da zu sein, wenn jemand also, so gebraucht zu werden, finde ich schön, ja? Ja. Also, wenn jemand sagt: „Hey, es würde mir jetzt total gut tun, mit dir zu sein“ oder so, ja? Also, das ist ja auch eine Art von Dienen irgendwie. Ja. Und Absolut, ich habe ja. ja auch viel in der Community gelebt und da geht es natürlich auch um Karma-Yoga. Das heißt also auch um so einen Platz am Leben zu erhalten, ja? Das ist ja nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen oder das wird alles gemacht von irgendjemandem, sondern in unserer Community war das so, dass wir das alle gemeinsam gemacht haben, damit wir ein schönes Zusammenleben hatten. Und das hat mir einfach immer sehr viel Freude gemacht, weil das halt diese gemeinsame Geschichte also, dass man sich gemeinsam ein schönes Leben erschafft sozusagen. Dass man was Schönes zu essen hat, dass das Haus schön ist, ja, und so weiter. Und der Garten, genau. Ja. Es ist sehr schön, was du gesagt hast, Shanta, weil du sozusagen den Fokus da von diesem ja, egozentrierten Geist, der sozusagen nach seinem Sinn sucht, weglenzt und die Erfüllung sozusagen kanalisierst in ein Miteinander, in ein und auch wahrnimmst, dass der Sinn uns geschenkt werden kann, indem wir einfach auch für andere Menschen da sind. Und ich würde natürlich jetzt nicht ausschließen, sollte es auf keinen Fall, für mich darf das in der Balance bleiben. Das heißt, sei für dich selbst da, genauso wie du für andere da bist. Hm. Diese Liebe sozusagen in der Balance, in dieser Balance lassen und ich glaube schon daran, dass es richtig ist, was du gesagt hast, weil wir werden da Erfüllung finden, wenn wir für andere Menschen da sind, wenn wir dienen. Das heißt, absolut dienen. Du hast vorhin von der Hingabe ans Leben auch gesprochen. Und das ist ja auch sowas, ich gebe mich sozusagen, ich gebe das Beste von mir. Ich gebe meine Weisheit, ich teile meine Weisheit. Ähm, Ich bin für andere da, nicht weil die, keine Ahnung, auch mit meiner Weisheit, mit meiner Liebe.
mit meiner Klarheit, mit meiner Strenge, mit meiner Disziplin, egal was es ist. Und vor allen Dingen dieses Geben, das haben viele, die zum Beispiel selbstlos sind, fühlen sich aber nicht erfüllt, weil sie immer was erwarten. Es ist, glaube ich, das, was du meinst, was wir eher sind, weil wir so leben, dass wir sehr gerne geben. Wie du sagst, dienen. Das sind wir alle drei, glaube ich, können wir komplett unterstreichen. Aber wir erwarten nicht direkt was zurück. Es gibt Menschen, die sind so bitterlichst enttäuscht, weil sie selbstlos so viel geben, aber nicht das zurückbekommen, was sie erwarten. Und dann fällst du natürlich komplett aus dieser Balance und fühlst dich so traurig. Und traurig sein ist ja auch oft, du fühlst dich nicht verstanden, du fühlst dich einsam, du bekommst nicht das, was du erwartest, fällst du in ein tiefes, tiefes Loch. Obwohl das Menschen sind, die sehr viel geben. Aber es ist wichtig, dass es wie eine natürliche Selbstverständlichkeit ist. In einer Balance. Nicht selbstlos, weil es gibt so dieses schöne Beispiel, wenn man fliegt, bekommt man ja die Anweisungen der Stewardessen, der Stewards, dass in einem Notfall die Atemmasken direkt erst an dich und dann an die Nächsten helfen. Ich finde, es ist ein ganz tolles Sinnbild für, wenn du bei dir bist, kannst du jemandem helfen. Also natürlich willst du im Affekt direkt erstmal dem Kind die Maske aufsetzen. Aus dem Affekt du selbst, ist nicht Egoismus. Und dann kannst du weitergehen. Und das ist, finde ich, ein Sinnbild, diese Balance, dieses Geben und das Leben so zu betrachten. Ja, sehr schön. Das ist ein super Beispiel, weil was nutzt es dem Kind, wenn es eine Atemmaske aufhat und die Mutter nebendran, keine Luft mehr bekommt, ne? Also, von Echt. daher ist es einfach ganz wichtig. Ähm, Mein spiritueller Lehrer hat immer gesagt: „Gib, was du brauchst. Give what you need.“ Und, ja, also das ist 'ne total, sinnige Sache und, ich gebe euch beiden da recht, dass es einfach auch ganz wichtig ist, nach sich selbst zu schauen erstmal. Also, dass man nicht so erwartet, da muss was von außen kommen, dass ich glücklich bin. Und das ist tatsächlich eines meiner großen Wünsche und Ziele im Moment, dass ich mir so selbst vollkommen genug sein kann, dass es egal ist, was da von außen kommt, dass ich mich in mir suhlen kann sozusagen. Und das ist ja, da arbeite ich gerade noch ein bisschen dran. Also, ich finde es schon schön, Connections zu haben. Ich habe mich auch total auf unseren Podcast heute gefreut, weil wir hatten eine kleine Pause. Und, das ist einfach immer total schön, mit euch über solche Themen zu sprechen. Und ja, finde es schön, dass wir heute wieder da sind. Da fällt mir wirklich wieder dieses Ding ein, weil du gesagt hast, also dieses sich selbst genug zu sein, oder ich weiß nicht, wie hast du es ausgedrückt? Sich selbst genug zu sein, genau. Ja, genau, genau. Ich denke schon, dass da auch es ist ja anscheinend, gibt es Wesen, denen ist das geschenkt. Und die sitzen dann, die können auch dann 30 Jahre auf dem Sofa sitzen und von einem Kanal zum anderen switchen und die sind sich genug. Oh, ich finde alles gut. Und ich möchte keinen Menschen auf dieser Welt für irgendwas verurteilen. Bei mir ist es schon so, dass dieses Ich bin mir genug, aber anscheinend wirklich viel mit Aktivität zu tun hat. Das heißt, ich liebe es, wenn mein Geist aktiv ist. Ich liebe es, wenn mein Körper aktiv ist. Ich bin gern mit anderen Menschen zusammen. Und ich merke auch, wie meine Persönlichkeit da, wie so ein Rohdiamant immer wieder geschliffen wird bei dieser Reibung mit anderen, mit dem Leben, mit der Welt. Und dieses mit mir im Reinen sein, ähm, ja, ich hab teilweise fast ein bisschen aufgehört, es so in mir suchen zu wollen oder zu müssen, ah, ähm, weil ich da auf nichts Konkretes gestoßen bin.
bin anscheinend irgendwie so ein transformierender Energiestrom, der im besten Fall mal so im Nachhinein den Sinn erkennen kann und den Sinn vorausahnen kann, aber manchmal einfach zwischendrin irgendwo ist, in einer, ja, ich weiß es nicht in was. Und dann gehe ich einfach den nächsten Schritt und gehe in Kontakt mit anderen Menschen und freue mich auf die. Und ich brauche die dann auch im Moment. Also ich möchte die brauchen. Ich möchte, dass mir geholfen wird und ich helfe anderen Menschen. Also damit fahre ich momentan ganz gut. Kennt ihr noch die Zeichentrickserie aus den 80ern, Vicky, der Wikinger? Ja. Der hat doch diesen hier gemacht. Vicky, hey, der hat eine Idee. Und manchmal komme ich mir so vor, ist, weil du das eben so schön beschrieben hast. Also ich mache mir auch nicht täglich den Gedanken, wenn ich nicht in einem Loch bin, wo ich mal war, aber das möchte ich jetzt auch erstmal am Rand lassen, sondern das Positive rausholen, ist Sinnvolles zu tun. Und da verfange ich mich manchmal und denke mir so, also heute hast du aber echt unsinnig irgendwie den Tag verbracht, weil ich nichts Sinnvolles gemacht habe. Aber das liegt nur an mir. Und ich kann sehr gut mit mir kommunizieren. Ich kann, das hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt, mich selbst super beschimpfen. Ja, jetzt hast du das nicht gemacht, weil ich das vorhatte und dies. Also hast du den Tag nicht sinnvoll vollbracht. Und dann denke ich mir so, jetzt mach dich doch mal ein bisschen locker, Uschi, weil ich weiß, wie ich mein Gaspedal drücke und nicht. Und es gibt manchmal 2 Tage. Das ist dann völlig unsinniger Tag, der aber im Nachhinein Sinn hatte, weil ich das gebraucht habe. Weil ich gebraucht hatte, mich runterzuschalten. Also, wenn man nur nach sinnvollen Dingen, das ist ja genauso wie ich will das erreichen, dies, das, dann vergeht ein Tag und der ist so. Also, man muss auch akzeptieren, ich gucke gerade in 10 Minuten nach der Pause, dass, das hast du zu Eingang so schön gesagt, das war auch deine Idee, äh, der Sinn und der Unsinn des Lebens. Also, ich finde, bei dem ganzen Sinn, finde ich, können wir auch mal Unsinn des Lebens zulassen. Und wir haben alle Unsinn gemacht, ohne jemandem weh zu tun, Schaden zuzufügen. Wenn ich von Unsinn spreche, dann spreche ich wirklich von Unsinn, der eben niemandem Schaden zufügt. Und da erwische ich mich selbst schon, Unsinniges zu tun, aber überwiegend tut dann doch, wenn ich auch zurückblicke, dass ich sinnvolle Sachen, für mich sinnvoll, für andere vielleicht nicht. Und um auf Bernd zurückzukommen, das kann auch sich entwickeln. Also zum Beispiel Vicky, warum ich drauf komme, mit Life-Coaching kam mir vor 1,5 Jahren, macht für mich Sinn. Das ist der Sinn meines Lebens, Menschen zu begleiten. Kam mir jetzt vor 1,5 Wochen als gelernte Moderatorin und ich habe Körpersprache etc. alles gelernt auch. Habe auch Bühnen moderiert. Kam mir echt wie Vicky Coaching für Präsentation. Wie artikulierst du, wie ist deine Körperhaltung, ne? Speaker. Und dann habe ich gesagt, ja, damit gehe ich jetzt auf den Markt. Das ist ja von meinem Live-Coaching, was ich bin, zu coachen zu jemandem, der sich nicht traut, vor Menschen zu sprechen, dazustehen. Das sind oftmals Frauen in der Männerwelt, in der Businesswelt, die sich nicht trauen. Dann sitzen da eine Horde voller Kerle und dann stehst du da. Und ich habe damals schon mit Jugendlichen viel gearbeitet und es war immer das Thema, es kommt immer darauf an, wie du dich fühlst und dann kannst du vor jedem sprechen. Und das zum Thema Wiki und das finde ich wieder eine sinnvolle Aufgabe für mich, aber es hat auch wieder was mit helfen, begleiten zu tun, ist es anscheinend mein Weg. Aber ich komme wahrscheinlich auch noch auf andere Sachen und unsinnige Sachen. Unsinn. Was ist ein Unsinn? Mal nichts Sinnvolles zu tun, ja. Du hast es so beschrieben mit diesen Tagen, wo man nichts gebacken bekommt. Die sind wichtig. Ja, also wir sind nicht nur hier, um sinnhaftige Dinge zu tun. Das ist so wichtig, auch Unsinniges zu tun. Und
in den Tag hineinzuleben. Brauchen wir als Balance einfach auch, ne? Also, ich brauche das auf jeden Fall. Es gibt Menschen, die haben dafür keinen Raum oder gönnen sich das nicht oder ja, das Leben ist zu beschäftigt und dann gibt es manchmal dann auch die Momente, wo es einfach zu viel wird. Und dann entscheidet sich der Körper, dass er eine Pause braucht, ne, Wenn man es erkennt. wenn Man man es kann auch erkennt. Aber über den Körper hinweg und dann wird man schön krank. Kennen wir mhm, auch von anderen. genau, ja. Also, ein bisschen unsinnig zu sein, ist auf jeden Fall auch 'n Vorteil. Ist ja, denke ich, auch eine Bewertung, oder? Was Ja, Total. jemand als unsinnig, also man hört es doch von Erwachsenen, die Kinder jetzt, hör doch auf mit dem Unsinn. Dabei hat er gerade den Spaß. Lass ihn doch. Das ist Unsinn. Oder du rede doch keinen Unsinn. Also ich finde, es hat sehr viel mit Bewertung zu tun. mhm, Absolut. Ich glaube auch, dass wir auf der Suche nach dem Sinn uns selbst da auch mitbewerten. Das heißt, wenn wir die Zeit sinnlos verbracht haben, wir kommen ja aus einer aus einem Bewertungssystem heraus in Europa. Das heißt, es ist rumzuhängen über längeren Zeitraum ist einfach ja, sinnlos und auch ja, hat keinen Stellenwert. Das ist irgendwie vertane Zeit, vergeudete Lebenszeit und was Gott, was dann noch alles danach kommt. Also, Vollkommen richtig. Und man hat doch oft, ich weiß nicht, ob das heute noch bei der Erziehung oder von Erwachsenen an die Jugendlichen ist, macht doch etwas Sinnvolles. Arbeite hm, etwas Sinnvolles. Was ist sinnvoll? Also Krankenpflege, Altenpflege, also wenn ich jetzt ganz banal gehe, das ist sehr sinnvoll, ja. Aber manch einer sagt sinnvoll, werde Architekt, Rechtsanwalt, das ist für die, je nachdem, was deren Stellenwert ist der Sinn etwas völlig, was mit Bewertung zu tun hat. Wie du sagst, wir kommen aus der Bewertungswelt. Wenn man sich davon auch mal löst, egal wie man auch aufgewachsen ist, dann ist man, glaube ich, wirklich erst frei. Und jeder sollte selbst wissen, was für einen Sinn macht und nicht. ja. Für mich ist das Leben selbst, habe ich ja vorhin schon mal so angedeutet, wenn überhaupt ich irgendwas einen Sinn unterstellen würde, dann unterstelle ich das dem Leben selbst. Und das bin ich, du, alles, die Natur, da ist ja schon alles inklusive. Und das trage ich so ein bisschen wie so ein Mantra in mir, auch in dunklen Stunden, dass ich mir dann wirklich sage, Bernd, du kannst jetzt gerade eben nicht erkennen, für was es einen Sinn macht oder wozu es sinnvoll ist, aber du wirst es eines Tages erkennen, weil das war bis jetzt immer so. Ja, ja, ich glaube, das können wir alle drei unterstreichen. genau. Dass Ja, man im Nachgang den Sinn dieses Geschehens, dieser Situation dann verstanden hat. Ich glaube, es geht bestimmt einigen Zuschauern, Zuhörern, denen fallen einige Sachen ein. Dass in der ja. Situation selbst man sagt, wieso? Und Für was ist das jetzt gut? Ja, es und hatte irgendwann einen weiß Sinn. man es, ja, Ja. ja. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber wisst ihr, was jetzt Sinnvolles kommt oder Unsinniges? Wir haben Werbung und da können wir doch die Zuschauer zu einem sinnvollen Akt, Bewegen. motivieren, Und bewegen, motivieren. genau. Und, das wäre ganz toll, wenn ihr uns abonnieren würdet. Jetzt, Genau. ja, abonniert uns auf Spotify, auf YouTube und schickt uns Kommentare, Ideen, Genau. Wir wollen Vorschläge. wissen, was euer Sinn des Lebens ist. Genau. Oder Unsinn. Bis gleich. Bis Tschüss. gleich. Tschüss. Ciao. Da sind wir wieder nach der Werbepause und, ja, was haben wir noch zu sagen? Was ist noch wichtig zu diesem Thema? Also mir ist da was Ah, eingefallen, oder? Sag.
Dir Ja, fällt gerade was ein, sag. genau, mir ist gerade was eingefallen, was der Bernd vorhin gesagt hat in unserem Vorgespräch, dass es, Menschen gibt, die so mit ihrem Leben beschäftigt sind, dass sie gar keine Gedanken haben, sich mit dem Sinn des Lebens, zu beschäftigen. Vielleicht willst du darüber noch mal sprechen, Bernd, weil diesen Aspekt fand ich wichtig auch zu sehen, dass es eigentlich auch ein Luxus ist, dass man sich mit dem Sinn des Lebens beschäftigen kann. Ja, absolut. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, also in der Philosophie wird es auch so gedeutet, dass viele Menschen in vielen Gesellschaftssystemen, die ja keinen grundlegenden Sinn mehr anbieten, weil viele sich ja von der Religion anscheinend entfernt haben, ähm, erst sich die Frage nach dem Sinn stellen, wenn der Kühlschrank voll ist, wenn die Wohnung, wenn sie ein Dach über dem Kopf haben und so weiter und so fort. Das bedeutet, in vielen Teilen auf der Welt musst du natürlich ums Überleben kämpfen. Und das ist ein Überlebenskampf und da kannst du dir das gar nicht unbedingt leisten, mal einfach zu philosophieren, was der tiefere Sinn der Existenz selbst oder des eigenen Lebens darstellt. Und das, was du angesprochen hast, Shanta, sind ja auch eher Menschen. Naja, ich denke jetzt einfach mal an eine Mutter mit 3 Kindern. Die kann natürlich dann, wenn sie Glück hat, eben diesen wundervollen Sinn in ihren Kindern und die Zeit, die sie mit ihren Kindern verbringen kann, sehen. Aber sie ist natürlich auch gefordert und da könnte ich ja fast den Übergang schlagen zu einer Gesellschaft, die viel mit Arbeitslosigkeit zu tun hat oder viele Menschengruppen sind, die wenig Arbeit nachgehen oder keine Erfüllung in ihrem Leben haben. Und ich denke schon, dass denen dann vielleicht irgendwo auch der Sinn fehlt. Ja, also für mich ist es auch tatsächlich wichtig, so 'n Sinn im Leben zu spüren, ja, also auch 'ner Arbeit nachzugehen, sage ich mal, 'ne Beschäftigung zu haben, weil wenn man das gar nicht hat, dann macht auch das Leben irgendwie keinen Sinn so richtig, ne? Ich glaube, der Unterschied Beschäftigung und Arbeit kann Mhm. vielleicht auch was sein. Ne? Mhm. Ja, das ist je nachdem. Also, ich meine, wenn man nur 'ne Beschäftigung braucht und keine Arbeit in dem Sinne, um Geld zu verdienen oder so. Aber, ja, es gibt natürlich Menschen, die sind so beschäftigt, dass sie überhaupt zu gar nichts anderem kommen, ne? Das gibt's natürlich auch. Ja, Ja. und ihr kennt bestimmt auch dieses, vielleicht habt ihr das selbst gesagt, ich kann das jetzt von mir aus sagen, weil ich das tatsächlich einmal sehr bewusst nicht ihm gesagt habe, oder doch, ich weiß es nicht. Aus dem früheren Leben in Deutschland kannte ich einen Menschen, der sehr fleißig war, sehr ein bisschen älter als ich, sehr viel Geld verdient hat, hatte einen hohen Posten. Da ich mit ihm geschäftlich auch zu tun hatte, hatten wir auch dann privat zu tun. Ähm, Mein Vater kannte ihn, weil er war auch Gast in seinem Kebabladen. Und man sieht Menschen, die, wie sie essen, wie sie sind, aus ihrer Arbeitswelt raus, nochmal als Mensch. Da ich ja auch gerne die Menschheit erforsche, jetzt mit euch viel intensiver und drüber spreche und das mitteile, habe ich das ja schon immer geliebt. Und dieser Mensch, der hatte eine Charaktereigenschaft, die nicht in meiner Natur liegt. Und das ist Gier, Habgier. Und diese Habgier hat komplett bei ihm eins aus meiner Sicht ausgelöscht. Das Genießen, was er an Geld hat, an Luxus hat, an Möglichkeiten hat. Denn er war nie zufrieden. Hm. War auch ein Jammermensch, eine Charaktereigenschaft. Und eines Tages hatte er eine sehr seltene, ich weiß es jetzt auch nicht, will ich auch nicht nennen, wenn ich drauf kommen würde, eine tödliche Krankheit, die sehr selten ist und war lange Jahre in einer Therapie. Als ich diesen Menschen sah, der komplett in sich zerfallen ist, dem hast du es angesehen, ähm, er wurde gekennzeichnet dadurch. Und ich habe mir dann gedacht, vielleicht kommt er jetzt drauf,
was der Sinn des Lebens sein kann, zu teilen. Er hat nie geteilt, sehr, sehr habgierig, immer auf Geld, immer, also hat aber auch das Geld nicht so ausgegeben, wie man vielleicht genießen hätte können. Hat es nicht. Er hat in meinen Augen, das ist eine Bewertung, meine Sicht, hat alles versucht, diese Therapie mit viel Geld auch voranzutreiben, um wieder gesund zu sein, musste die Arbeit einstellen und für ihn war sein einziges Ziel, wieder komplett in dieser Welt, die er vorher war, zu sein. Und da habe ich das einzige Mal mich selbst erwischt zu sagen, mein damaliger Mann, er hat den Sinn des Lebens nicht verstanden. Er hat diese Gier nicht abgeben können. Es gibt Menschen, die sind dem Tode nah und erwachen, sage ich mal, verändern sich ein bisschen. Und er ist seiner Gier gefolgt und er lebt heute noch, Gott sei Dank. Und hat Dinge an den Tag für mich gebracht, die meinem Naturell mit oder Krankheit niemals entsprechen. Und das ist eines der Sünden für mich, ist Habgier. Und ja, der Sinn des Lebens. Ich denke, wir müssen manchmal immer wieder gegen die Wand laufen, bevor wir dann wirklich auch aufwachen in einer gewissen Hinsicht. Und meine Lehrer haben das neulich so schön gesagt, mal in einem Zusammenhang, den ich vergessen habe. Naja, wenn das dieses Leben oder wenn du oder wenn er es dieses Leben nicht lernt, dann halt nächstes Ja. Leben. Also, das ist ja auch dann wieder das Schöne jetzt bei uns dreien auch, wo wir alle schon diese in Anführungsstrichen übernatürlichen Erlebnisse auch hatten in unserem Leben schon. Das heißt, wir hatten ja schon Kontakt mit dieser Gottheit, mit diesem Sinn, mit dieser Tiefe des Lebens, mit dieser Höhe des Lebens. Und ja, ich hab da noch so eine Parabel, die fand ich ganz schön, die würde ich gerne mal erzählen. Die habe ich von einem der spirituellen Meister mal so mitbekommen. Die sprechen von, wir kennen ja alle den Urknall oder im Indischen war ja das Erste, was im Universum existiert hat, war Klang zum Beispiel. Und Karl Renz, einer meiner spirituellen Lehrer, der hat einfach mal das so beschrieben, als Gott sozusagen als das Ganze, also das ist, was auch immer das sein mag, das Universelle, ist irgendwann mal sozusagen erwacht. Und dann hat er so ein Sinnbild wie so eine Katze, also die Augen der Katze, die dann praktisch irgendwie sich des eigenen Schwanzes oder der eigenen Pfote bewusst geworden sind und dann sozusagen auf sich selbst aufmerksam geworden ist. Also das ist finde ich, ein paradoxes, aber ein verrücktes, aber ein wunderschönes Beispiel auch. Und so sehe ich mich manchmal auch. Das heißt, es fehlt ja nichts. Diese Welt oder dieses Universum ist ja sozusagen schon genauso, wie es ist. Aber alleine dass wir uns selbst wahrnehmen können, dass wir uns selbst beurteilen können, dass wir uns selbst sehen, spüren, ist ja schon was total Verrücktes. Und ich denke, da ist es ganz natürlich, dass wir einfach auch dann forschen nach dem Sinn zum Beispiel. Und vor allen Dingen auch respektieren, was für jeden Einzelnen der Sinn ist. Ich komme Ja. zum Beispiel auf, wir drei sind ja kinderlos. Es gibt für viele Menschen, die auch in meinem Umfeld waren, die Fortpflanzung ist der Sinn des Lebens für viele Menschen, auch kulturell gesehen, sehr, sehr wichtig. Ja? Frauen, die keine Kinder bekommen, waren ja auch, glaube ich, heute noch in verschiedenen Kulturen werden sehr abwertend dargestellt. Doch jetzt mal in unserer Gesellschaft, die alles haben und diesen sehnlichsten Kinderwunsch haben, sich nicht ein erfülltes Leben ohne Kind vorstellen können, die alles versuchen, um ein Kind zu bekommen, habe ich selbst auch gesehen bei Menschen, Bekannten. Das respektiere ich. Ich finde es nur so schade, dass es daran festgemacht wird. Es ist wie ich sage, jeder sieht den Sinn des Lebens in Dingen leben. Wenn ich das nicht habe, dann
dann habe ich keinen Sinn im Leben. Wenn ich kein Kind bekomme oder wenn dein Partner stirbt, ist dein Sinn des Lebens, die sind auch oft verloren, kommen in Depressionen, auch Menschen, die versuchen, Kinder zu bekommen, die es nicht gleich bekommen. Da gibt es so viele, allein durch die Chemiezufuhr, die Emotionen, die damit spielen, was wir mit dem Körper und dem Geist machen, verfallen, dann in das nächste zu kommen, in Depressionen. Es gibt ja verschiedene Arten von Depressionen. Und das ist das, wenn man an was festhält, egal an was, ob es jetzt Kinderwunsch ist, Hauswunsch, Arbeitswunsch, Auslandswunsch, egal was. Wenn das nicht erreicht wird, ist der Sinn des Lebens nicht erfüllt. Hm. Und ich finde es schade, einige Menschen zu sehen, die dann wirklich sich verfangen in ihrem selbstgemachten Dogma, in ihrem selbstgemachten ja, Gesetzen und das Leben die Jahre vorbeigehen. Manche gehen in Depressionen rein, manche nicht, manche sind verbittert und manche sind stagniert und manche schaffen es auch und sind enttäuscht, weil sie dann merken, das war es dann vielleicht doch nicht. Also ja, 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 aber das ist halt auch wirklich, jeder hat da so eine andere Idee und ja, vielleicht geht es einfach darum, so an dieser Idee, wie das Leben zu sein hat, ja, nicht so festzuhalten, ne? nicht so Das macht uns auf starre zu jeden sein. Fall das macht auf jeden Fall das Leben leichter. Da hattest du so was Schönes gesagt und das war im Vorgespräch, oder? War das jetzt? Jetzt kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Als du sagtest, du wolltest Yoga machen und der Schlüssel wurde nicht gefunden. Genau, ja. Ich wollte Yoga machen und haben wir das schon Ich im weiß es gar nicht. Podcast? Ich weiß es auch Im nicht. Vorgespräch, im Das war Im im Vorgespräch. Vorgespräch, aber Vorgespräch, das ist so genau. schön, weißt du, sie tut, ja, erzähl. Ja, also ich wollte heute Morgen, ich bin mir jetzt echt nicht mehr sicher, ob ich es schon erzählt habe, aber ich glaube nicht. Nö. Also ich wollte heute Morgen Yoga machen, Aerial Yoga, da braucht man solche Tücher dazu und der Schlüssel, war nicht da von diesem Schrank, wo die Tücher drin sind. Und dann haben wir, Yin-Yoga gemacht und das ist wirklich so was, wo man sich total dem Körper hingibt. Ja, also man arbeitet mit dem Körper, man arbeitet mit den Gewichten und das ist, glaube ich, wirklich so die Kunst, aus dem, wenn was nicht funktioniert, ähm, 'ne neue Idee zu kreieren, ja? Und klar, ich meine, da gibt's natürlich Themen, was du jetzt angesprochen hast, auch mit den Kindern. Ich habe das auch wirklich sehr oft erlebt und finde es auch teilweise tragisch, was Frauen mitmachen müssen, Ja, die nicht so ganz easy Kinder bekommen. Ich meine, das ist ja 'ne ganze Industrie geworden, diese Kinderwunschgeschichten und, ja, aber wenn der Wunsch halt da ist und ja. es diese Möglichkeiten gibt und da gibt es halt heutzutage so viele Möglichkeiten, Dinge zu verändern, über die wir früher überhaupt nicht nachgedacht haben. Ja, also das gab's halt nicht die Option. Und, sich letztendlich diesem Mysterium Leben hinzugeben, also wirklich in die Hingabe, in die Akzeptanz zu kommen und, trotzdem dabei nicht einzuschlafen, einfach zu gucken, okay, ich habe jetzt keine Kinder. Ich hatte auch immer mal Kinderwunsch, ja. Also, das ist nicht so, dass es bei mir nie kam. Und ich kann sagen heute, also, ich weiß heute, warum ich keine Kinder habe, weil ich einfach, glaube ich, damit überfordert gewesen wäre. Ich muss mich um mein inneres Kind sehr viel kümmern. Also, das ist sehr, da habe ich echt schon 'n Job mit. Und man weiß es natürlich nicht. Wenn ich ein Kind gehabt hätte, hätte sich das vielleicht auch übertragen, keine Ahnung. Aber ich kenne das auch, nur dass es bei mir nicht so extrem war, dass ich davon nicht loslassen konnte. Ja. Ich hatte das auch. In 'ner kurzen Phase, als ich verheiratet war, war ich dazu bereit. Das war weit über 30, hat aber nicht funktioniert und ich habe nicht nachgeforscht, an wem das liegt. Ich habe Fragen von Menschen bekommen: „Ja, an wem liegt das denn?“ Also, welche Fragen ich bekommen habe. Und wir haben entschieden, wenn es nicht passiert, passiert es auf natürliche Art und Weise nicht. Und ich habe mich anderen Dingen auch hingegeben. Wie dein Schlüssel, Hm. haben sich andere Türen geöffnet. Und ich
bin ein Mensch, der sehr gerne teilt. Nicht nur Sachen, sondern auch Wissen und Zeit, Lebenszeit, für andere da zu sein. Ich habe Patenkinder. Ähm, Ist aber auch nach sehr vielen Jahren, wie du es eben so schön gesagt hast, war mir dann auch klar, warum ich keine Kinder bekommen habe. Weil ich damals sehr viel funktioniert habe. Hm. Das hätte ich auch hinbekommen, weil viele gesagt haben, du bist ja eine tolle Mutter. Und natürlich bin ich eine tolle Mutter. Ich bin ja eine tolle Hundemama. Wie soll ich keine tolle Menschenmama sein, ja? Aber es sollte nicht sein. Ich habe das auch akzeptiert. Und ich glaube, weil ich eben das Leben jetzt nochmal so lebe, wie ich mir es vorgestellt habe zu leben. Und das ist jetzt mein Leben. Und ich bin hier für andere da. Ja, genau. Ja, das ist so das für andere Dasein ist, oder dieses Mütterliche, dieser mütterliche, der väterliche Anteil in einem selbst, den dürfen wir auch ja, aktivieren, leben. Das ist auch, wenn du dieses Ding hast, dann sei da für andere. Das ist ein schöner Hinweis. Ich habe mir vorhin noch gedacht, in der Pause ist mir noch so eingefallen, weil die Asu und ich, wir beide sind ja so im Coaching-Bereich tätig und ich würde es nicht die Ratsuchenden nicht meine Kinder nennen, aber ich bin schon für diese Menschen da. Und da steht auch immer das Angebot im Raum, wenn mal irgendwas sein sollte, dürfen die auch bei mir anrufen. Und ich wollte einfach nur sagen, wenn ich jetzt im Coaching selbst bin, dann gehe ich schon ganz bewusst sozusagen in die Rolle des Sinngebers. Also ich gebe wieder den Menschen einen Sinn zurück. Und das ist dann aber auch eher in dem Sinn dieser Step in diese Lehrerschaft für andere da sein. Weil wir haben jetzt schon mal darüber gesprochen, die ASO hat schon Depressionen mit reingebracht hier. Und die Shanta, wir haben ja alle drei schon ein bisschen über das Thema gesprochen. Und da könnte ich dann fast sagen, dass dann vielleicht im Coaching, der Mensch, der für das Coaching sich öffnet, hat anscheinend so ein bisschen Sinndefizit. Und da ist mir einfach die lustige Idee gekommen. Es ist ganz gut, wir müssen nicht irgendwie so 100% Sinn irgendwie da mit uns rumtragen oder sowas und sagen, oh, das macht jetzt Sinn, sondern wir können, also wenn wir uns in der Mitte bewegen, glaube ich, dann ist es eine ganz gute Platzierung, weil es ist im Endeffekt noch viel Spielraum nach oben für die Gestaltung, aber es gibt uns auch noch Halt, so ein Fundament nach unten in diese Tiefen. Das ist mit dem Thema noch eingefallen in der Kann Pause. ich absolut unterstreichen, weil ich gerade, also ist ein bisschen länger her, mit einer sprach, die eben auch wirklich wortwörtlich gesagt hat, ich sehe den Sinn meines Lebens nicht mehr und lebt auf Ibiza. Man denkt, ach, auf Ibiza. Und ich glaube, das ist so dieses, was wir Coaches machen, ein Halt geben und wieder diese Selbstakzeptanz wieder zu erkennen, was man kann. Es sind ja ganz einfache Fragen, die man manchmal stellt, die ich stelle. Was machst du gerne? Weil oftmals hat die Beschäftigung gefehlt. Also so viele Punkte, die sie dann als Berg sehen und eben da gar nicht mehr aus ihrem Kokon, aus ihrem schwarzen Loch rauskommen. Und als Coach ist es eben die Kunst, denke ich, auch den Menschen erstmal zuzuhören, wo sind sie und was ist das für ein Mensch? Was möchte dieser Mensch, weil wir alle unterschiedlich sind? Aber um es vielleicht auf einen Nenner zu bringen, ist es, die an die Hand zu nehmen und wieder ins Leben, diese Stufen wieder ans Licht zu bringen, sage ich immer, ja, dass sie wieder die Sonne sehen, dass sie wieder die Sonnenseite sehen, sich selbst sehen, sich wieder zutrauen, kleine Schritte zu machen, etwas zu arbeiten, gebraucht zu werden. Das ist ja, dieser Ballon ist fast bei so vielen fast gleich, ob das jetzt das hast du, glaube ich, Chantal, gesagt. Ich möchte gebraucht werden. Ich glaube, das möchte jeder Mensch. Das ist wie, ich möchte geliebt werden. Ähm, Auch wenn ich eine erfüllende Arbeit habe und da viel Geld verdiene, wenn ich weiß, ich bin ersetzbar, aber ich als Mensch werde nicht gebraucht, kannst du in deinem Job auch sehr unglücklich sein, ja? Wo man zum Beispiel auch depressive Menschen, deren Fassade nach außen oft ein
normal in der sozialen Welt gut mit Menschen umgehen kann zu Hause, aber in seinem schwarzen Loch sitzt. Und das ist ich glaube, von materiellen Dingen ganz unabhängig. Wir hatten vorhin auch Robin Williams genannt. Es können bekannte Menschen sein, arme Menschen sein, Geschäftsleute sein, egal was. Ist eben gebraucht werden. Ich komme dann wieder auf geliebt werden. Ja. Halt haben und sich öffnen. Robin Williams sagt mir auch, um das zu sagen, der hatte ja Familie, aber der hat sich dir nicht geöffnet, der hat sich um seinen Freund nicht geöffnet. Er wollte die vielleicht auch, manche wollen ihr, ihr Darkness, ihre dunkle Seite auch nicht preisgeben, weil sie sich schämen, weil dir geht's doch gut. Bewertung. Ja. Und ich meine, Depression ist einfach auch eine Krankheit und das schafft einfach nicht jeder, das zu heilen, sag ich mal, ne? Und wenn dann einfach das zu stark wird, dann, ja, gibt's immer mal wieder Menschen, die gehen. Absolut, ja. Das war ja so, ich habe es bestimmt schon mal gesagt in irgendeinem Podcast oder hier bei uns. Nena wurde mal gefragt, da hat dann der Moderator gleich gesagt, ja, ich habe so ein bisschen trauriges Thema, das wollte ich mal anschneiden. Und sie so, was für ein Thema? Das war dann ihr Kind, das wurde 3 Monate alt, mit 3 Monaten gestorben. Und dann hat sie einfach geantwortet, ich kann Ihnen da nicht weiterhelfen. Ich kann Ihnen aber gerne von dem Leben meines Sohnes erzählen, mit dem ich 3 Monate verbracht habe. Hm. Also ich will das jetzt gar nicht auf so einen Sockel stellen, ja, weil ich verstehe nämlich auch die Menschen, die nicht mehr können, wo die Depression vielleicht irgendwie so überhand genommen hat in ihrem Leben und die an niemand geraten sind, der ihnen helfen konnte oder sie konnten sich keine Hilfe holen. Aber dennoch finde ich das schön, dass sie einfach so lebensbejahend geantwortet hat und diese Zeit auch wertgeschätzt hat, diese 3 Monate mit diesem Wesen hier auf dieser Erde. Schön. Schönes Beispiel. Ja, ich kann dazu sagen, ich habe ja ein Kind auch verloren und trotzdem auch zu fühlen, wie das ist, ein Kind in sich zu tragen, das habe ich ja auch erlebt, ja? Also, ich habe ja auch das Kind zwar nicht lebend erlebt, aber dieses Gefühl alleine, dass da was in einem heranwächst, das war schon auch was ganz Besonderes, ja? Und, ähm, klar war das nicht keine schöne Erfahrung, aber es war halt, ich konnte es nicht ändern, ja? Also, ich meine, wenn man sich so dagegen wehrt, ja, das das war halt einfach so. Ich glaube, ich Und hatte das auch bestimmt mal gesagt, wenn man gleiche Situationen hat, ähnliche, verschiedene Menschen, jeder geht einfach damit anders um. Ne? mhm, Der eine fällt eben in das tiefe Loch und der andere macht aus dem Negativen das Positive oder macht eben eine andere Tür auf. Und ich glaube, das wissen wir und da können wir immer auch Leuten da draußen sagen, wenn ihr nicht weiterkommt, es geht nicht um uns anzurufen, zu kontaktieren, holt euch Hilfe, habt den Mut, es zu sagen. Ich glaube, das können wir nicht oft genug sagen. Habt den Mut zu sagen, dass ihr in einem Loch steckt, weil es ist auch eine Stärke zu sagen, ich komme nicht weiter. Es ist nicht immer eine Stärke zu schauspielern und sagen, mir geht's gut. Es ist völlig legitim zu sagen, ich komme mit der Situation nicht klar. Absolut, ja. Ich meine, dafür gibt es so viel Weisheit und Wissen hier auf unserem Planeten durch Bücher. Man kann weise Freunde in seinem Bekanntenkreis oder eben einen Coach oder Therapeuten, Psychologen. Es gibt so viele Wege, die du einschlagen kannst. Und ich, ich wurde da ganz freudvoll an das Thema rangeführt. 1995 hat eine Freundin dann eben den Coach in positive Psychologie gemacht damals und mich einfach gefragt, du Bernd, hast du Lust, irgendwie eine Woche mit mir zu trainieren? Und ich so, um was geht's denn? Ja, für Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und so fort. Und ich so, ja gut, mach mir einfach mal. Und ich habe einfach gleich Feuer gefangen. Ich hab es gleich so ein bisschen Freiheit gespürt in mir. Und davon wollte ich einfach mehr kosten. Das war so der Anfang meiner Reise in der Hinsicht.
Und also ihr müsst auch nicht warten, bis es euch schlecht geht. Ihr könnt auch einfach wirklich so einfach mal aus Neugierde euch ja mal Rat holen. Ja, Oder Neues erfahren. Genau. Einfach mal was tun, was wir normalerweise nicht tun. Das ist ja auch was schon sehr spannend sein kann, ne? Dass man einfach auch mal mal Unsinniges tun. Unsinniges tut. Ich habe übrigens von wegen Forschen ähm, das Blatt hier vor mir, ich lese nicht alles vor. Ich finde ja es auch sinnvoll, wie sich die Wissenschaft und die Technik entwickelt. Und dann habe ich doch ChatGPT mal um eine Zusammenfassung gefragt aus Kulturen, Religion, Geschichten, Spiritualität, Studien, Wissenschaft. Was bedeutet denn Sinn des Lebens? Kurz gefasst. Und ich fand es interessant, um da jetzt nicht alles vorzulesen, der hat mir da wirklich eine schöne Ausstellung gemacht, hier mein Assistent ChatGPT, der verschiedene Religionen, Christentum, Islam, Buddhismus, alles Hinduismus. Und da geht es an das Glauben, die Beziehung zu Gott oftmals, ja. Oder das Ziel Moksha, die Befreiung aus dem Kreislauf der Wiedergeburt und Karma, was Religion betrifft. Die Geschichte, da gibt es die antike Philosophie, die da sagt, es ist die Glückseligkeit, Eudaimonia, durch Tugend und Vernunft. Kulturen ist oft geprägt durch Erfüllung, Erfolg und Glück. Da gibt es Kulturen, westliche Kulturen, östliche Kulturen, indigene Kulturen und es ist oft die Erfüllung und die Verbundenheit, die Harmonie mit der Natur. Bei der Spiritualität gibt es New Age und Schamanismus, hat er mir aufgeteilt. New Age, der Sinn des Lebens, wird oft in der Selbstverwirklichung, in der Einheit mit dem Universum gesehen. Schamanismus, Verbindung mit der Natur und spirituellen Welten, um Heilung und Einsicht zu finden. Dann gibt es Studien und da gibt es die positive Psychologie, der sagt, der Sinn des Lebens wird als wichtiger Bestandteil des Glücks und der Zufriedenheit gesehen, oft verbunden mit Zielen und Beziehungen. Und um das vielleicht auf einen Nenner zu, einen will ich auf den Nenner bringen. Das fand ich doch ganz so toll. Das sage ich bestimmt falsch. Existenzialismus, 20. Jahrhundert. Philosophen wie Sartre und Camus betonten, dass das Leben an sich keinen vorgegebenen Sinn hat, sondern dass der Mensch seinen eigenen Sinn schaffen muss. Und diese ganze Zusammenfassung, weil, wie ich zu Beginn sagte, jeder hat für sich seinen Sinn des Lebens. Deswegen habe ich ChatGPT gefragt, was schwirrt denn so in der Welt, in der Geschichte, in den Kulturen, im Sinn des Lebens? Und wenn ich das zusammenfasse, ist es für mich Glauben, egal ob an Gott, an Baum, an eine Kuh, Verbundenheit, Gemeinschaft, worüber wir auch immer sprechen, Natur und die Liebe. Und am Ende, dass du eben ein Teil des Ganzen bist und dem Sinn die Sinnhaftigkeit gibst. Dafür sind wir da, denke ich. Das erfüllt mein Leben. Ich bin noch lange nicht fertig, deswegen sage ich nochmal, ich möchte gerne 100 Jahre alt werden, weil ich noch so viel machen möchte, auch Unsinniges. Und das wollte ich jetzt einfach mitgeben. Danke, ChatGPT. Ja, das ist die Three Magic Connections. Ja. Ne? Das ist unsere Verbindung. Da können wir da einfach wieder zurückkommen, sozusagen. Und Verbindung ist für mich wirklich der Sinn des Lebens. Ja, in Verbindung zu sein mit mir und mit anderen. Ja, genau. Ja, also das ist, war eine schöne Zusammenfassung und auch so vielschichtig. Ich fand den letzten Satz wirklich auch gut, eben, dass wir, so komme ich mir manchmal auch vor. Ich habe mir gerade gedacht, wie du gesprochen hast, also ich war, obwohl in mir so ein Bewusstsein schlummert bzw. vorhanden ist, dass es alles sozusagen das Leben selbst sinnträchtig ist und dass es wirklich dass ich weiß in mir, tief in mir, dass alles einen tieferen Sinn erfüllt. An der Oberfläche, so als Mensch manchmal im Alltag, habe ich schon das Gefühl, dass ich
trotz noch dieses kleine, das i-Tüpfelchen an Sinn immer noch irgendwie überall noch draufkleben darf, auch mit. Also man könnte sagen, ich muss da mithelfen, man kann es aber auch Hand in Hand nennen. Und das ist ja auch schön, da sind wir wieder bei der Gemeinschaft. Ja. Ich und das Leben, ich mit den anderen. Ich habe oft gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich aufhöre und die anderen anfangen oder wo das Leben aufhört und wo ich anfange, weil es sind ja überall nur fließende Übergänge. Also. Und genau das habe ich mir zum Beispiel als letztes aufgeschrieben, sich für etwas oder für jemanden einsetzen. Mhm. Ne? Egal für was. Also sich auch einsetzen, nicht nur für sich leben. Die Verantwortung auch tragen, auch wenn man denkt, man kann die Welt nicht retten, man kann nicht allen helfen. Aber es gibt viele, die vielleicht nur deine Stimme brauchen oder nur eine Umarmung brauchen oder irgendwas brauchen. Und wir können alle etwas geben. Davon bin ich fest überzeugt. Und das hat mit Geld gar nichts zu tun. Nichts, Gott sei Dank. Sehr schön. Ja, also ich bin ganz zufrieden mit dem, was wir heute so erforscht haben und fand es sehr schön mit euch wieder. Ich Ich auch. glaube, wir haben noch ein paar Minütchen. Ja, wir könnten unsere Tschüss sagen. Meine Hunde stehen auch schon vor der Küche. Mein Freund sagt, wir dürfen noch nicht rein. Okay. Genau. Die Wenn mussten jetzt ein bisschen. die mussten warten, die Hunde, oder was? Ja. Die denken sich aus Hundesicht, weil ich denke oft, was für ein Unsinn, lass uns doch rein. Ja? Also ich sage Tschüss aus Ibiza. Ich Aus danke Mallorca, euch. alles Gute. Tschüss. Und aus Danke Neuenhain euch. auch. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei wart. Und wir freuen uns schon auf nächstes Mal. Passt auf euch auf. Ja, tschüss. Eine gute Ciao. Zeit. Ciao. Magic Connection.